Wie entstanden diese Probleme und wie entstand der Konflikt in Kurdistan, Afrin? Der Konflikt Afrin können wir nicht von seiner Umgebung trennen. Ich sagte bereits, dass Kurdistan seine Strukturen hatte, indem er so Fürstentümer war und Staaten war. Und diese kurdischen Staaten hatten auch ihren Fürsten gehabt, die nach dem Abkommen mit dem Osmanischen Reich eine gewisse weitgehende Autonomie erhielten. Kurdistan war symbolisch des Osmanischen Reichs verpflichtet, im Kriege Militär, Geld und Personal zur Verfügung zu stellen. Sonst hatte er sogar eigene Gelder gehabt. Im Ersten Weltkrieg, nachdem das Osmanische Reich und Preußen und die Österreicher, Habsburger, gemeinsam in einem Krieg reinkamen, einzogen gegen die Alliierten und den Krieg verloren, wurde das kurdische Teil oder das Kurdistans zerteilt. In einem, wo wir früher zwei Kurdistans hatten, also ein osmanisches Kurdistan und ein persisch-safavidischen Kurdistan, haben wir auf einmal 4 Teile. Türkei, Syrien, Irak, Iran. Das syrische Teil, es ist noch zu erwähnen vielleicht, dass diese Staaten, die in Folge des Zerfalls des Osmanischen Reiches gegründet wurden, sind willkürlich gegründet worden. Willkürlich insofern, dass sie nicht die Interessen der Bevölkerung entsprachen. Ganz besonders für die Ideale, die die Alliierten eintraten, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Diese Ideale, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Alliierten als Flagge hochgehissen haben und mit diesem gegen die osmanischen diktatorischen Reich vorgingen, haben die missachtet. Und so kam es zu einer Zerstückelung, Zerteilung dieses Landes. Und diese neu entstandenen Staaten, sei es der Türkenstaat, sei es Irak, Iran, Syrien, Iran nicht. Also der Türkenstaat, was man heute Türkei nennt, Irak, Syrien und Libanon, das sind künstliche Staaten. Diese künstlichen Staaten haben keinerlei Grundlage für ein natürliches Überleben. Die befinden sich permanent in einem Ausnahmezustand und durch diesen Ausnahmezustand sichern sie sich ihr Überleben. Wenn wir die Türkei zum Beispiel, der Türkenstaat betrachten, seit seiner Gründung ist permanent im Krieg. Kein einziges Land, das an Türkenstaat grenzt, hat keinen Konflikt mit diesem Staat. Irak, Syrien, Zypern, Griechenland, Bulgarien, Iran, Armenien, alle sind in einem Konflikt mit diesem Staat. Und dieser Staat kann nur überleben, wenn er Kriege führt. Das Gleiche gilt auch für Syrien. Syrien ist ein künstlich gebildeter Staat, das seit 1946 seine Unabhängigkeit von Frankreich bekam und seitdem ist er permanent im Krieg. Krieg in Libanon, Jordanien, Syrien, Irak, Türkei, auch ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Die Zusammenbindung, der Zusammenhalt, die Gemeinsamkeiten, diese Vielvölkerstaaten, die neu entstanden sind, die sind nicht vorhanden. Syrien ist ein Land oder ein Staatsgebilde von Frankreich, England und Russland, zum Teil auch Italien, konnte das Ziel, ein Leben in Würde und Freiheit für seine Bevölkerung nicht herstellen und nicht garantieren. Das Ziel, ein Leben in Würde und Freiheit.
wurde diesen Menschen in diesen neu entstandenen Staaten versagt. Der Staat ist heute noch ein Komplex von mehreren Interessen von Völkergruppen. Syrien, sie haben die Christen, und da teilen wir die Christen Syrien in zwei, in Non-Arab-Christen und in arabische Christen. Arabische Christen, die glauben, mit dem syrischen Regime sind die besser aufgekommen. Die Non-Arab-Christen suchen sich auch manchmal andere Wege. Auch der Süden Syrien, das direkt an der Grenze zu Jordanien grenzt, die nennt man Horani. Die Horanen, die Drusen, die Deri, das sind die an der Grenze zu Irak, die haben ihre Loyalität zum Irak, nicht zu Syrien. Auch wenn sie damals, also ich erinnere mich ganz genau, wenn sie vorbeifuhren, haben sie die Fernsehantennen Richtung Bagdad gerichtet gesehen, nicht Richtung Damaskus. Und die aus den Küstenregionen kommen, die 200 Kilometer, das sind Alawiten. Und die haben absolut keinerlei Bindung zu den sunnitischen Herrschern in Syrien. So gesehen kam zu ersten Unruhen nach einer Demonstration von Kindern und Jugendlichen an der Grenze zu Jordanien. Und diese Unruhen in den ersten 6 Wochen konnten sie ja noch ihre Probleme lösen. Aber das Regime hat mit massiven Gewalt dagegen reagiert. Diese massive Gewalt, was das Regime reagierte, führte zur Bildung 2 Lagern. Jeder hat seine Freunde geholt. Das Regime hat Iran, Hezbollah, Russland geholt. Die sogenannte Opposition hat Saudi-Arabien, Katar, Dubai, Türkei geholt. Zum Teil auch Ägypten. Diese Lagerbildung erschwerte die Lösung des Konfliktes in Syrien, sodass zu einem bewaffneten Konflikt kam. Dieser bewaffnete Konflikt war sofort in Gesamtsyrien ausbreitet und hier haben die Kurden, also das Teil syrisch-Kurdistans, seinen eigenen Weg gesucht. Sie haben es gemerkt, dass mit dem Regime kein Leben in Würde und Freiheit zu bekommen ist, aber mit der Opposition auch nicht. So entstand das eigene Weg zu gehen. Und das ist die Grundlage dieses Konfliktes, was die Kurden auch in Afrin haben. Denn das Regime hat gesagt, ihr seid von der Opposition, und die Opposition haben gesagt, ihr seid Agenten des Regimes. Es kam zu einer Auseinandersetzung mit beiden Teilen. Das Kurdenland in Syrien konnte seinen inneren Frieden bewahren. Der hat sich erfolgreich sowohl gegen die eine Seite als auch die andere Seite gewehrt, was wiederum mit einer Blockade gegen die kurdischen Gebiete seitens des Regimes oder der Opposition oder beiden vollzogen ist. Nun zu Afrin. Afrin ist eine Stadt und ein Gebiet. Früher hieß das Gebiet der Kurdische Berg. Später nannte man es das Gebiet Afrin. Afrin und ihre Dörfer und ihre Kleinstädte oder Landkreise umfassen ca. 365 Dörfer. In Afrin ist ein gebirgiges Gebiet, ist sehr reich an Bodenschätze und vor allem an Kultur. Afrin wird auch in der kunsthistorischen Begriffe das Gebiet der toten Städte genannt.
Das Gebiet der Totenstädte hat damit zu tun, dass jeder römischer Feldherr bei seinem Einzug gegen die Perser in Afrin sein Camp hatte, sein Lager aufschlug. Afrin ist religiös Multitalent oder sagen wir nicht eintönig. In Afrin haben wir zum Beispiel den Simon der heilige Säule, der heilige Simon von der Säule. In Afrin, das sind Christen. In Afrin haben wir Esiden. In Afrin haben wir Aleviten. In Afrin haben wir Christen. In Afrin haben wir auch Juden. Und in Afrin haben wir auch Atheisten. Afrin hat eine Besonderheit noch gehabt in den letzten 70, 80 Jahren. Die Stammesstrukturen sind abgeschafft worden. Afrin war bekannt durch ihren Bildungsfokus. Also hatten wir viele Akademiker und das Analphabetentum war sehr, sehr gering. Auch die Kindersterblichkeit war zum Teil sehr zurückgegangen durch diese Bildung. Afrin hatte auch ganz besonderes die besondere Haltung der Frauen. Die Frauen in Afrin waren immer offener, freier, mutiger und tapferer. Die erste Fraueneinheit, der bewaffneten Fraueneinheit gegen die Islamisten wurde in Afrin gegründet, die YPG. Und die Frauen haben auch große und wichtige Ressorten inne. Die Ministerpräsidentin der Kantonat Afrin ist eine Frau und die ist noch Alevitin dazu. Es ist absolut kein Problem für die sunnitischen Kurden, sich von einer alevitischen Frau regieren zu lassen. Kein Problem. Ich bin selbst 2014 in Afrin gewesen und war mit Stolz und Interesse an den Checkpoint gesehen, wie ältere Kurden mit jungen Frauen gemeinsam an die Waffe an dem Checkpoint Wache gehalten haben. Und die Al-Nusra, also das Al-Qaida Syrien, nicht mal 200 Meter weg war. Das heißt also, diese Besonderheiten, die Bildung in Fokus zu halten, die Frauen gleichberechtigt mit den Männern zu funktionieren, diese Geschichte und Kultur, die macht Afrin strategisch besonders brisant. Wir in Afrin hatten wir noch in der moderneren Zeit, also früher haben wir den Neandertaler Mensch bei uns in Afrin gefunden, die Hittiter sind in Afrin, die Römer, Besans, Griechen. Sie brauchen nur jeden Berg zu klettern, um zu sehen, wie viel Brunnen, Zisternen, Straßen, die von Altertum herstammen, Brücken, Städte. Das können Sie alles sehen. Afrin hat auch 20 Millionen Olivenbäume. Ich muss mich entschuldigen bei Leuten, die vielleicht aus Afrin stammen, wenn ich von 20 Millionen sage, die werden mir sagen, nein, nein, Doktor, das sind 30 Millionen. Das bedeutet, das Reichtum an Oliven ist so bekannt. Das Olivenöl, die Kernseife, das ist alles mit in Afrin. Das Tragische dabei, wenn ein Türkenstaat jetzt kommt und diesen Friedenssymbol der Olive zu benutzen und Afrin anzugreifen. Das ist noch besonders tragisch. Afrin hatten wir auch zu Deutschland eine ganz wichtige Brückenbindung gehabt. Wir haben die Eisenbahn. Berlin-Bagdader Bahn wurde von deutschen Ingenieuren von Deutschland gebaut. Bei uns im Dorf, also mein Geburtsdorf, wenn Sie vorbeifahren, Sie werden den ersten deutschen Bahnhof seit 1908, das immer original besteht, sehen. Und nicht nur der Bahnhof, auch die Arbeiterunterkünfte sind immer noch da, in Original.
Und wenn Sie 20 Kilometer weiter fahren, dann werden Sie einen meisterhaft deutscher Ingenieurwissenschaftler lebend erleben. Das ist die Brücke Haradara oder Haşorke. Das ist eine Eisenbahnbrücke aus Stahl, das zwischen zwei Bergen die Verbindung herstellt. Seit 1911. Die steht immer noch. Diese Schätze, diese Kultur ist es, was Afrin ausmacht. Warum jetzt Afrin in Blockade kam? Afrin war von 3 Seiten von der Türkenarmee umzingelt. Und von der Innenseite, das heißt von Aleppo-Seite, wurde sie von den Islamisten, Al-Qaida, Freie Syrien-Armee, An-Nusra und wie die alle heißen, und der IS. Die wurde umzingelt gemeinsam mit dem türkischen Staat. Das heißt, Afrin lebt seit 7 Jahren in einer Belagerungszustand.